Thema heute Sicherheitsschuh Krater S3. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mr. Moos Welt. Thema heute Sicherheitsstiefel Krater S3. Gerade der Kollege hier, den wir schon einmal in einem Video kurz angesprochen haben. Heute sprechen wir wirklich ausschließlich nur über den Schuh, was er so kann, welche Eigenschaften er hat und für wen er besonders geeignet ist. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Basics, was einen S3-Schuh zu einem S3-Schuh machen. Und zwar haben wir hier eine öl- und benzinresistente Laufsohle, eine Rutschhemmung, eine antistatische Laufsohle, eine Dämpfung im Fersenbereich, einen geschlossenen und verstärkten Fersenbereich, eine Zehenschutzkappe, eine Wasserabweisenheit und ein Durchtrittsschutz. Wie gesagt, keine Sicherheit. Fangen wir dann an bei der Laufsohle. Das hier ist eine TPU-Laufsohle. Die Besonderheit von der TPU-Laufsohle ist die, dass sie eine sehr gute Nassrutschhemmung hat, dass sie eine hohe Temperaturbeständigkeit hat. Hier reden wir von 140 Grad. Sie ist wahnsinnig abriebsfest, hinterlässt auch keine Schlieren, beziehungsweise wenn sie welche hinterlässt, kann ich sie auch leicht wieder entfernen. Kleiner Nachteil ist, TPU ist ein bisschen schwerer als PU. TPU steht übrigens für thermoplastisches Polyurethan. Falls es euch interessiert, müsst ihr euch aber nicht merken. Kürzel dafür ist wie gesagt TPU. Bei der Sohle kann man auch nochmal die Profilierung erwähnen. Für wen diese Profilierung hervorragend geeignet wäre. Und zwar für Kunden, für Handwerker, die auf dem Rohbau tätig sind, im Gartenlandschaftsbau zum Beispiel, die mit wirklich Unebenheiten zu tun haben, die im Dreck arbeiten, wo ich wirklich ein grobes Profil, guten Grip brauche. Für die Kunden ist die Sohle hervorragend geeignet. Machen wir weiter mit dem Obermaterial. Das Obermaterial ist ganz besonders, denn hier haben wir das erste Mal einen Schuh komplett mit Cordura ausgestattet. Cordura ist ein Material, das zu großen Teilen aus Nylon besteht. Das finde ich auch in Arbeitshosen im Knieschutzbereich. Das Material ist besonders atmungsaktiv, besonders wasserabweisend, was ein Sicherheitsschuh mit der Klasse S3 prinzipiell sein muss. Aber Cordura ist besonders wasserabweisend und wie gesagt besonders abriebsfest. Was auch noch ganz cool ist an dem Stoff, ist es wahnsinnig pflegeleicht. Ja? Ich muss es nicht fetten oder sonst irgendwas, sondern ich muss es einfach nur mal, wenn der Schuh trocken ist, muss ich es einfach nur mal sauber machen mit Wasser und dann hat sich das Ganze erledigt. Der Schuh hat eine Stahl-Zehenschutzkappe und einen Durchtrittsschutz. Was auch noch ganz toll ist, und zwar haben wir hier hinten im Fersenbereich haben wir ein Mikrofasermaterial eingebaut, da hier in dem Bereich auch gerne mal Löcher entstehen durch die Bewegung, haben wir es verstärkt mit eben diesem Mikrofasermaterial. Das war es auch schon wieder von dem Sicherheitsstiefel Krater S3. Falls ihr weitere Fragen habt oder gerne mehr über andere Modelle erfahren möchtet, schreibt es wie gesagt in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und nicht vergessen, die Glocke anzustellen. Vielen Dank, macht's gut, euer Mo.